Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Ich habe euch hier ein Tutorial für allerblutigste Anfänger. Es ist ein kleines, zartes Ringchen, das allereinfachste Ringchen, das ich kenne. Und anhand von diesem Ringchen zeige ich euch 3 verschiedene Methoden, wie man solche Würmchen knoten kann. Welche Perlen du nimmst, ob Scheibchen oder rund, das bleibt deiner Fantasie überlassen. Du kannst hier verschiedene Variationen ausprobieren. Und los geht's! Ich fädle beide Fäden durch das Loch in der Perle. Wie soll das gehen? 2 0,75 mm Fäden durch dieses kleine Loch. Da gibt es ein paar Tricks. Zuerst gucke ich, ob das Loch frei ist. Dann fädle ich zuerst den einen Faden durch. Dann ziehe ich den anderen Faden über meine Bienenwachskugel und rolle den so ein bisschen zwischen den Fingern, dass die Spitze oben schön rund wird. Dann drösle ich meinen Faden ein bisschen auf, denn der schon durch die Perle durch ist, und stecke meinen anderen Faden hier durch. Der Faden soll nicht herausschauen. So. Und jetzt rolle ich den so ein bisschen und das Wachs klebt dann diese beiden Fäden zusammen. Die backen richtig aneinander. Dann schiebe ich die Perle drüber. So. Und jetzt siehst du schon, dass das kaum auseinander geht, die beiden Fäden. So. Jetzt lasse ich meinen Faden, meinen hellblauen Faden 15 cm herausstehen auf der einen Seite und den braunen Faden 15 cm auf der anderen Seite. Dieses Loch ist eigentlich groß genug, dass der Faden auch so durchgeht, ohne dass ich den zwischen reinlege. So, jetzt machen wir ein Würmchen. Das ist ein Würmchenringchen. Der kurze ist der Leitfaden, der hellblaue lange knotet drumherum. Die Würmchentechnik kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Ich zeige dir 3 verschiedene Arten, wie du das machen kannst. Probier einfach alle aus und nimm dann die, die dir am liebsten ist. Du gehst mit einem langen Faden über diesen kurzen, machst sozusagen ein C und schiebst dann das Ende
in dieses C, in den Bauch von dem C, hältst den Leitfaden gerade und stramm und die Schlinge rutscht daran hoch. Jetzt gehst du mit deinem Knotfaden, mit dem hellblauen, unter diesem kurzen durch und tauscht auch deine Hand. Das ist bei der ersten Methode wichtig, dass du immer, wenn du unten durchtauscht, auch die Hand tauschst. Jetzt legst du wieder deinen langen Faden über diesen kurzen nach rechts und machst ein D und holst das Fadenende durch diese Schlinge. Hältst den Leitfaden, den kurzen, stramm und die Schlinge rutscht daran hoch. Jetzt tauschst du wieder unten durch. Die Schlinge geht wieder oben drüber zu einem C und das Fadenende kommt aus der Schlinge heraus. Wenn du jetzt vergessen hast, meinetwegen, weil du unterbrochen wirst, in welche Richtung du gerade geknotet hast, woher weißt du das dann? Weil das unterschiedlich aussieht. Du siehst jetzt hier so einen kleinen Riegel. Einen senkrecht verlaufenden Faden. Wenn dein Knotfaden unter diesem senkrecht verlaufenden Faden herauskommt, also direkt da an diesem Faden, dann musst du oben herumgehen. Also da, wo der Riegel ist, musst du auch diese Schlinge legen. Auf dieser Seite. Auf der anderen Seite siehst du, dass der Faden nicht bei diesem Riegel herauskommt, sondern daneben. Wenn der Faden daneben rauskommt, musst du erst unten drunter tauschen. Dann machst du deine Schlinge, genauso wie oben diese Schlinge, und ziehst stramm. Wieder unten durch und die Hand tauschen. Hier ist der Riegel und du gehst durch. Ein beliebter Anfängerfehler ist, dass man den Leitfaden nicht stramm hält. Ich zeige dir mal, was passiert, wenn du den nicht stramm hältst. Ups, jetzt ist die falsche Farbe oben. Deswegen ist es gut, wenn Anfänger zwei verschiedene Farben für Leitfaden und Knotfaden haben. Dann siehst du sofort, dass du einen Fehler gemacht hast. Den kannst du jetzt korrigieren, ohne aufzumachen, indem du einfach am Leitfaden ziehst. Schwupps, dann springt er um. So, wieder unten durch. Und so weiter. Das war jetzt die erste Methode. Die zweite Methode geht so. Die Knoten, die oben drüber gehen, bleiben gleich. Also immer wenn dieser Riegel hier, wenn du den siehst und der Faden beim Riegel rauskommt, da ändert sich nichts. Aber jetzt wechseln wir nicht auf die andere Seite und wir tauschen die Hand auch nicht, sondern halten immer diesen Leitfaden mit der linken Hand. Und jetzt legst du deine Schlinge wieder, aber nicht oben herum, sondern unten rum. Und kommst jetzt von oben in dieses D hinein. Und jetzt siehst du, dass du genau die gleiche Schlinge wieder hast. Jetzt geht es wieder oben herum, den kennst du schon. Und jetzt geht es wieder unten herum.
Genau das Gleiche kannst du natürlich auch nach der anderen Seite machen. Dann hältst du den Leitfaden mit der rechten Hand. Du siehst, der Faden kommt jetzt nicht aus dem Riegel raus, sondern daneben. Das heißt, du gehst unten herum. Jetzt kommt der Faden beim Riegel heraus, dann gehst du oben rum. Wieder unten rum, also immer abwechselnd und oben herum. Und jetzt kommt die dritte Methode. Du müsstest jetzt wieder unten herum gehen. Statt unten rum zu gehen und dieses C zu legen, gehst du jetzt oben herum, aber du legst deine Schlinge obenrum auf die andere Seite und gehst jetzt unten durch. Und jetzt, wenn du festziehst, dann merkst du, dass deine Schlinge umspringt. Oben herum ganz normal, wie immer. Und jetzt nochmal auf die andere Seite legen. Oben rum, unten herum. Wenn dir das jetzt zu verwirrend ist, dann habe ich das auch noch ausführlich mit einem anderen Video erklärt. Das habe ich dir hier verlinkt. Diese beiden letzten Methoden haben den Vorteil, dass du nicht immer deine Hand wechseln musst. Das Ergebnis ist genau das gleiche. Siehst du, du hast immer diese Schlingen. So. Ich habe jetzt ungefähr 2 cm geknotet. Jetzt machen wir die andere Seite. Der kurze ist der Leitfaden. Und zuerst noch die Perle drauf. So, jetzt erkläre ich dir das mit der Schlinge auf die andere Seite legen, nochmal mit der anderen Hand. Die linke Hand hält jetzt den Leitfaden und die rechte macht die Schlinge, geht auf die andere Seite oben drüber, der Faden geht unten durch. Die Schlinge springt um beim Festziehen. Jetzt nochmal oben herum, das D geht nach rechts und jetzt legen wir es wieder nach links, gehen unten herum, die Schlinge geht oben drüber. Dieser Knoten wird auch in den verschiedenen Tutorials immer unterschiedlich gemacht und das ist für Anfänger sehr verwirrend. Deshalb habe ich dir jetzt mal verschiedene Methoden gezeigt und wie man den Knoten auch macht. Wichtig ist das Ergebnis, dass hier so ein Regenwürmchen rauskommt, das oben glatt ist und unten oder seitlich diese Beinchen hat, diese Schlingenbeinchen. Dann kannst du mal deinen Ring anprobieren. Der soll unten nicht ganz zusammengehen.
Da sollen vielleicht 3 mm noch fehlen. Denn wenn du deine Enden zusammenknotest, machst du auch noch ein paar Knoten drüber. Jetzt klemme ich mein Ringchen fest unterhalb dieser Perle und hole den Leitfaden her. Welches ist? Man muss jetzt nochmal genau gucken, welches der Leitfaden ist, nämlich der andersfarbige, wie der, mit dem man geknotet hat. Hier unten genauso. Der Leitfaden ist der andersfarbige wie das Würmchen. Ich halte jetzt den, der von oben kommt, fest und lege den anderen dazu. Und jetzt mache ich mein Würmchen genauso weiter, nur über diese beiden Leitfäden. Also du siehst hier wieder den Riegel, das heißt, der Faden geht oben herum über beide und unten durch. Hier ist mein Schwänzchen, auf das musst du gut aufpassen, dass das nicht herausrutscht. Jetzt lege ich meine Schlinge rüber und gehe unten durch. Und nochmal oben drüber. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Der Leitfaden von unten wird zu dem von oben gelegt. Ich muss zuerst die Schlinge rüberlegen. Oben drüber und rüberlegen. Du ahnst bestimmt schon, was jetzt kommt. Ich ziehe an diesen kurzen Leitfäden. Das war der falsche. So, nochmal eine Anprobe. Der passt mir jetzt am Mittelfinger. Wenn du jetzt bei der Anprobe merkst, dein Ring ist zu klein, dann ziehst du den einfach noch ein Stückchen wieder auseinander und machst noch mal ein paar Knoten. Du kannst auch meistens noch ein bisschen fester ziehen, dann schiebst diese Knoten hier noch ein bisschen zusammen. Jetzt ist er fester. Dann verschmorst du deine Restfäden. Ich ziehe da vorher immer noch ein bisschen an den Knotfäden. Die Knotfäden genauso. Wenn du eine Perle mit einem größeren Loch nimmst und 1 mm Garn, dann kannst du auf die gleiche Art und Weise auch ein Armbändchen machen, nur mit einem Verschluss dran. Viel Spaß beim Nachknüpfen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Video.